Habe ich das richtig gelesen? Das beste Spiel der Welt? Gibt es etwa The Legend of Zelda diesen Monat bei uns? Oder vielleicht Metal Gear Solid? Nope. Lass es mich mit einem kleinen Rätsel erklären. Der gesuchte Titel erschien ursprünglich auf Nintendos GameCube und wurde kurze Zeit später auch für die PlayStation 2 portiert. Vor wenigen Jahren gab es dann die obligatorische HD-Frischzellenkur. Das ist easy. Die Antwort ist Resident Evil 4. Nein, Resident Evil 4 in allen Ehren. Die Rede ist natürlich von Tales of Symphonia, dem besten Rollenspiel für Nintendos kleinen Würfel. Und eben dieses Tales of Symphonia ist in meinen Augen das allerbeste Spiel der Welt. Punkt. Wenn du es sagst? Höre ich da etwa Sarkasmus? Nein. Mach ruhig weiter. Nintendos kleiner Würfel, obgleich nicht so erfolgreich wie andere Konsolen, hat mit Metroid Prime, Resident Evil 4, Super Smash Bros. Melee und vielen weiteren Hits einige der besten Spiele aller Zeiten erhalten. Auch Fans von JRPGs kamen dank Nintendo voll auf ihre Kosten. 2004 erschien mit Tales of Symphonia zum ersten Mal ein Titel der beliebten Tales of-Reihe, auch in Europa. Und genau dieses Tales of mauserte sich über die Jahre hinweg zum absoluten Serienliebling. Manche behaupten, dass die Nachfolger Tales of the Abyss sowie Tales of Vesperia die besseren Teile sind, doch für mich ist und bleibt Tales of Symphonia das absolute Kultspiel. In der Rolle des Lloyd Irving bereist ihr die farbenfrohe Welt von Silverrand und helft eurer Freundin Colette dabei, die Welt zu retten. Die Gute ist nämlich nicht nur eine verdammt tollpatschige Schulkameradin von Lloyd, sondern auch als Auserwählte dazu bestimmt, die Welt von den niederträchtigen Designs zu befreien. Dieses Schicksal wurde übrigens schon in die Wiege gelegt. Ihr Vater ist übrigens ein Engel. So ganz nebenbei. Klingt erstmal nach einer klassischen Gut vs. Böse Geschichte. Mit dem typischen Anime-Einschlag natürlich. Dem ist auch so. Dennoch nimmt das Spiel im Verlauf des Abenteuers einige besondere Wendungen und erinnert im besten Sinne an klassische Final Fantasy Vertreter. Sowieso sind Plot und Cast das Aushängeschild von Tales of Symphonia, weswegen ich hier weitestgehend versuche, Spoiler zu vermeiden. Wer partout nichts mit Cel-Shading-Optik, Anime-Design und typischen Japano-Humor anfangen kann, der wird auch mit Tales of Symphonia nicht glücklich werden. Allerdings verpasst ihr dann einen der unterschätztesten Klassiker aller Zeiten. Ja. Auf den ersten Blick bietet Symphonia gewohnte Genrestandards. Ihr reist auf einer Oberwelt, anfangs zu Fuß, später auch zu Wasser und in der Luft, erforscht gefährliche Dungeons und macht Monstern und anderen Unholden den Garaus. Doch das ist noch nicht alles, denn relativ früh im Spiel findet ihr den sogenannten Mana-Ring. Dieser verändert in fast jedem der zahlreichen Dungeons seine Fähigkeit und verschießt mal Wasser, Strom, Wind, Eis oder lässt euch sogar schrumpfen. Tales of Symphonia hat dadurch einen für Rollenspiele ungewohnt hohen Rätselanteil. Lufia 2 lässt grüßen. Mit Hilfe des Rings könnt ihr übrigens auch eure Gegner betäuben und einfach an ihnen vorbeilaufen. Da ihr sie jederzeit sehen könnt, entfallen auch lästige Zufallskämpfe. Lauft ihr doch mal in einen der zahlreichen Gegner hinein, schaltet das Spiel in einen separaten Kampfmodus. Tales of typisch laufen die Scharmützel allesamt in Echtzeit ab. Ihr verteilt normale Schläge, blockt, weicht aus und lasst mächtige Spezialattacken vom Stapel. Zudem gibt es noch die Unisono-Attacke, die ihrerseits wieder einen noch mächtigeren Spezialangriff entfalten kann. Wichtig dabei, ihr solltet nicht einfach blindlings drauf losstürzen, denn je nachdem, wie gut ihr im Kampf abgeschnitten habt, bekommt ihr neben den obligatorischen Erfahrungspunkten auch eine gewisse Anzahl des sogenannten Grade. Diesen könnt ihr in speziellen Shops gegen Materialien tauschen, jedoch solltet ihr euren Grade bis zum Ende sparen. Übrigens könnt ihr jeden der insgesamt 9 Charaktere eurer Party selbst spielen. Wer also Lloyds Doppelschwerter an den Nagel hängen möchte, kann auch mal das Kendama von Genis schwingen. Auch wenn das in meinen Augen nicht wirklich Spaß macht. Es ist zudem möglich, das Spiel mit 3 Freunden gleichzeitig zu spielen, auch wenn diese abseits der Kämpfe nicht wirklich was zu tun haben. Ansonsten kümmert sich die KI zuverlässig um eure Teammitglieder. Besonders faule Abenteurer können auch den Controller aus der Hand legen und komplett die KI für sich kämpfen lassen. Was ihr natürlich nicht tun solltet. Darüber hinaus lockt die Welt von Tales of Symphonia mit vielen kleinen und großen Geheimnissen, sodass ihr auch nach dem ersten Durchspielen noch lange nicht fertig seid.
Wie es sich für ein Rollenspielbrocken dieser Art gehört, gibt es neben einigen Bonus-Dungeons und Extra-Quests auch einen Haufen an Minispielen, die wiederum mit speziellen Items und Rängen locken. Mit den Rängen könnt ihr übrigens bestimmen, auf welche Attribute ihr Extrapunkte bekommt. Ebenfalls wichtig sind die sogenannten Gemmen. Diese geben euch Bonuspunkte auf eure Attribute oder spezielle Fähigkeiten. Außerdem bestimmen sie, welche Spezialattacken eure Charaktere im Laufe des Spiels lernen. Ihr merkt es sicherlich schon, mit Rängen, Unisono-Attacken, Gemmen, Great und sind sowohl der Kampf als auch der Rollenspielanteil recht komplex ausgefallen. Doch keine Angst, man wird behutsam in jede neue Spielmechanik eingeführt. Wie zuvor erwähnt, sind es vor allem Handlung und Charaktere, die Symphonia so einzigartig machen. Klar, es gibt auch die eine oder andere lahme Nudel, doch demgegenüber steht ein riesiger Haufen liebenswerter Gefährten. Euch erwartet, so viel sei versprochen, eine wahre Achterbahnfahrt der Gefühle. Zum Großteil ist dies vor allem den exzellenten Sprechern und dem wahrlich grandiosen Soundtrack zu verdanken. Zwar ist nicht jeder Dialog vertont, doch das tut der Qualität keinen Abbruch. Ich gehe sogar so weit zu behaupten, dass Tales of Symphonia die beste englische Sprachausgabe hat, die ich jemals gehört habe. Yeah, you're right. Ähnliches gilt auch für den Soundtrack. Man merkt eigentlich erst, wie gut die Stücke sind, wenn man sie auch Stunden nach dem Spielen nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Dem kann auch der Zahn der Zeit nichts anhaben, denn atmosphärisch gehört der Titel auch heute noch zu dem Besten, was das JRPG-Genre hervorgebracht hat. Wow, du wirfst aber ganz schön mit Superlativen um dich. Was ist eigentlich mit dem Nachfolger Dawn of the New World? Ich dachte, der Wii-Titel schließt inhaltlich direkt an den Erstling an. Wenn es nach mir ginge, hätte Dawn of the New World niemals das Licht der Welt erblickt, denn gerade im Vergleich zu Tales of Symphonia macht der Titel einfach so ziemlich alles falsch, was man falsch machen kann. Die Kämpfe sind lahm, die Story ist lahm, ja auch die neuen Charaktere sind einfach nur lahm. Da können selbst liebgewonnene Personen aus dem Vorgänger einfach nichts retten. Der Wii-Nachfolger hat vor allem ein großes Problem, denn Tales of Symphonia ist komplett abgeschlossen. Es gibt eigentlich nichts mehr danach zu erzählen. Glaubt mir, das Ende von Tales of Symphonia ist einfach nur phänomenal und entlässt euch mit einem wahrlich melancholischen Gefühl. Das erinnert mich irgendwie an den Nachfolger von Blues Brothers. Blues Brothers 2000. Warum das schöne Ende mit deinem lauwarmen Nachfolger kaputt machen? Ich verstehe sowieso bis heute nicht, warum Tales of Symphonia nicht in einem Atemzug mit Meisterwerken wie Final Fantasy VII oder Chrono Trigger genannt wird. Verdient hat es das allemal. Je länger ich dir zuhöre, desto mehr bekomme ich den Eindruck, dass du ein ziemlicher Fanboy von Tales of Symphonia bist. Ja, natürlich. Hast du mir die letzten paar Minuten überhaupt nicht zugehört? Der Titel ist absolutes Pflichtprogramm für jeden Rollenspielfan und mit Abstand das beste JRPG, was es auf Nintendos gutem alten Würfel zu finden gibt. Für mich ist es sogar das beste Spiel der Welt.